3 Enten vom Grill. 3 Challenges in einem. Und du hast heute nochmal Enten für uns parat? Und dann haben wir jetzt hier eine Ente auf der Rotisserie. Eieiei. Oh, geil. Alter, was ist das denn? Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf Big M und unserem Kanal und einer Serie, die euch gefällt, denn wir kombinieren wieder 3 Challenges in einem. Zum einen sind wir heute zum legendären Bürgermeister einmal gekrönt worden. Das Video kam natürlich schon raus auf Big M TV. Checkt das Ganze gerne ab, falls nicht gesehen. Dort haben wir, da kommen wir zur zweiten Challenge, bereits 6000 Kalorien nur mit einem einzelnen Burger zu uns genommen. Und deswegen sind wir jetzt hier zu einem Ort, den einige von euch vielleicht kennen, und zwar bei Grillstar. Wer kennt es nicht? 9 Kilo Wagyu Brisket. Wenn du 9 Kilo Wagyu Brisket schaffst, Ach du da Scheiße. ist es. Halleluja. Kann man es jetzt schon schön sehen? Es sieht so geil aus. 9 Kilo Wagyu Brisket Challenge. Und viel Spaß. Let's go. Das Ganze haben wir hier vor Ort gegessen. Eines der bekanntesten, besten und beliebtesten Videos bei euch. Und der liebe Joshua, der liebe Grill-Influencer, hat uns eingeladen zur passenden Weihnachtssaison, nachdem wir schon die ganze Jans, du. Halleluja. Dankeschön. Nachdem wir schon Truthahn hatten. René. Alter, sag mal ehrlich. Jetzt Enten zu essen. Sie haben selber auf ihrem Kanal, das könnt ihr abchecken, 5 verschiedene Enten zubereitet. Ich sag nur Smoker, Rotisserie, aber auch klassisch. Das Ganze checkt, wie gesagt, auf deren Kanal ab, wenn ihr die Zubereitung sehen wollt. Und wir werden jetzt hier Enten nochmal mit 6000 Kalorien essen. Das heißt eine Enten-Challenge und eine zweite 6000 Kalorien-Challenge, womit wir unsere 12.000er voll haben. Ich würde sagen, wir betreten mit Nostalgie diesen Ort, der schon für uns legendär ist, suchen Joshua auf und dann let's go. Dieser Mann, Joshua, erstmal danke für die Einladung. Den haben viele von euch lieben oder auch hassen gelernt. Ich sag nur, diese kleinen Stücke, die musst du auch noch essen. Ja komm, hier, das Brett muss leer werden, ne? Das zählt noch dazu hier. Ich mach dich so pleite, mein Lieber, wenn ich hier fertig bin. Nachdem wir hier so viel Wagyu schon gegessen haben. Also, mein Lieber, erstmal vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Wir haben schon Ja, das schön, eine oder dass du andere da gedreht. Ich sag auch nur Wildschwein. Wie das runterläuft, ey, mega. 13 Stunden gegrillt. Auf geht's in die legendäre Grillgotts und damit Asterix und Obelix Wildschwein-Challenge. Ne? Ja. Daraus haben wir auch schon eine geile Asterix-Obelix-Serie gemacht. Und ich habe den Leuten gerade schon gesagt, ich komme ja von der Challenge. Frischer Bürgermeister bin ich gekürt worden, 6000 Kalorien Intus. Und du hast heute nochmal Enten für uns parat. Ja, auch nochmal 6000 Kalorien. Truthahn habe ich schon Intus und du hast verschiedene Enten. Welche präsentierst du uns? Es sind letztendlich alles Barbarie-Enten, aber unterschiedlich zubereitet. Wir haben eine hier auf dem Pellet-Smoker. In einer halben Stunde fertig. Ja. Dann haben wir eine klassische Art, die wir vorher in der Brine eingelegt haben, auf dem Gasgrill. Geil, oder? Was ist der Unterschied jetzt schon? Ja, der Unterschied ist, durch die Brine ist die Haut dünner geworden und deswegen haben wir jetzt hier schon mehr Farbe als auf dem Smoker. Okay. Generell auch hier wird die Haut knuspriger als bei einem Smoker. Ja. Dafür hast du beim Smoker das Raucharoma mit dabei. Ja. Also Leute, das ist das, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr das Ganze, wie gesagt, die verschiedenen Varianten sehen wollt, checkt gerne seinen Kanal ab. Da wird das alles auch gerade aufgenommen, wie die verschiedenen Varianten zubereitet werden, denn wir kommen auch noch zu einer Füllung später. Genau. Und dann haben wir jetzt hier eine Ente auf der Rotisserie. Eieiei, die sieht schon mit so am knusprigsten aus. Ne? Ja, wird aber tatsächlich wahrscheinlich die von der Brine in der klassischen Methode sogar noch knuspriger sein. Okay, krass. Da siehst du mal, wie das Auge vielleicht täuschen kann. Ja. Du hast sogar noch 2 Hinterhand in der Petto. Ne? Ja, eine habe ich schon auf dem Grill, die können wir auch noch zeigen. Ja, du, immer, da sage ich nie nein. Du, wenn du sie hier direkt schon neben dem Grill hast. Genau, und zwar auf dem Keramikgrill. Die wird im Roadkill-Style gegrillt. Kennt man vielleicht vom Hähnchen, geht mit Ente genauso gut. Wir lüften einmal. Die hat den meisten Grillgeruch. Ja, absolut. Das riecht man sofort, wenn man hier hinkommt. Die hat den meisten Grillgeruch. Ne? Im Keramikgrill wird es auch einfach wirklich fantastisch. Und dann haben wir noch eine im Sous-Vide-Becken liegen. Ja. Und die wird gleich einfach mit dem Bunsenbrenner ordentlich angeknuspert, dann ist sie auch fertig. Geil. Also Leute, das Ganze machen wir jetzt fertig. Wie gesagt, checkt gerne im Vorhinein oder im Nachhinein, wie das Ganze da zubereitet wird. Wir setzen jetzt hin, sobald die Enten fertig sind. Und dann versuche ich 6000 Kalorien Enten noch zu essen, 12.000 Kalorien voll zu machen und damit eine neue Challenge, neuen Food-Rekord und uns vor allem gut gehen lassen in der Weihnachtszeit. Happy zweiten Advent.
brennt und wir legen los, ne? Alles klar, Let's viel go. Erfolg. Bereit? Ich bin bereit. Ich bin immer bereit. 3 Enten vom Grill. 3 sind es geworden? Ja. Okay, gut. Vom Grill. Das war noch das, wo ich gerätselt habe oder wo ich nicht wusste, wie viele Kalorien hat jetzt eine Ente. 2000 Kalorien pro Ente. 2000 Kalorien pro Ente. Genau. Okay. Mit Füllung. Mit Füllung. Genau, bei der ist keine Füllung drin, Ja. aber Butter unter der Haut. Deswegen kommt die genauso auf 2000 Da werde ich Kalorien. auf jeden Fall dann merken, du, ne? Ja, auf jeden Fall. Geil. Also es sieht wirklich geil aus, ne? Soll Welche 3 hast du jetzt vor Genau. uns? Wir haben einmal hier die vom Smoker. Ja. Die war 160 Grad, 2 Stunden lang auf dem Smoker. Richtig vollmundiger, schöner Rauchgeschmack, richtig tolles Aroma. Und dann nochmal bei 200 Grad auf dem Smoker für die Haut, Ja. damit die ein bisschen dünner wird und eben auch so schön goldbraun. Ja. Dann haben wir hier eine vom Keramikgrill. Ja. Die ist im Roadkill-Style gemacht. Das bedeutet, so wie man häufigerweise auch ein Hähnchen macht. Mit der Hautseite ordentlich angeknuspert, auch ein bisschen Rauch mit dabei. Ja. Aber vielleicht auch ein bisschen knuspriger. Welche am saftigsten ist, darfst du mir nachher sagen. Und dann haben wir noch eine, die war 24 Stunden in einer Brine eingelegt und wurde danach klassisch auf dem Gasgrill bei 160 Grad gegrillt. Brine für den Laien wie für mich. Was Genau, ist das? ist eine Lake, vorwiegend mit Salz, damit wir einmal schon mal Geschmack rankriegen, aber eben mit ganz vielen Gewürzen und Alles klar. Aromaten im Also, weihnachtlichen Stil. Leute, ich weiß jetzt schon, nicht nur die Trinkflasche am Bett, sondern gleich ordentlich wird dann gesüppelt. Das Auf weiß ich jeden jetzt schon. Fall. Okay, Ja. mein Lieber. Ja, dann würde ich sagen, freue ich mich drauf. Ich bereite mich vor und dann würde ich sagen, legen wir los. Mach das. Alles klar, ich Lass freu dir mich. schmecken. Also meine Lieben, ihr seht, 3 Enten sind es geworden, die ausgerechnet worden sind von Joscha, von dem Team in dieser Größe mit 2000 Kalorien plus Füllung. Ihr habt es gehört und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die erste. Womit würdet ihr euch entscheiden, beziehungsweise was wäre euer Favorite? Könnt ihr gerne mal schreiben. Ich würde sagen, wir gehen in die klassische Grill mit Keramik rein und reißen uns hier mal einen Schenkel ab. Boah, geil. Ich glaube, der Vorteil hier wird wieder heute sein, dass das schön geschlossen ist und dementsprechend schön, wahrscheinlich am Anfang eher zu heiß, aber am Ende noch richtig schön saftig sein wird. Oh, geil. Erinnert mich echt so ein bisschen an die Haxen-Challenge, die wir mal hatten. Erinnert ihr euch? 3 verschiedene Haxen, nur dass wir da vorher keinen Burger hatten. Rein da. Boah, Alter, was ist das denn? Boah, also erstens schaut mal, wie es saftet. Das ist das mit der Butter gewesen, jetzt ohne Füllung, aber mit der Butter. Und man hat sofort geschmeckt, dass dann noch ein intensiverer Geschmack ist. Boah, ist das krass vom Geschmack, ja. Das ist heftig. Geil. Also ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich esse selten Ente, wenn mal wirklich Hähnchen oder halt wirklich mal auch so eine Gans jetzt in letzter Zeit. Zu Weihnachten oder Pute gibt es bei mir immer. Ente ganz selten. Vielleicht mal so eine Peking-Ente, aber auch nur einmal im Jahr. Aber Leute, Halleluja. Also sehr, sehr lecker. Gerechterweise will ich jeder einmal probieren, bevor sie ein bisschen abkühlen. Und dann würde ich sagen, gehe ich so auf meine Favorites nachher ein und versuche nach und nach, ich sag mal, eine 2000 Kalorien Ente nach und nach zu nehmen. Oh, vielen Dank. Das ist die Entensoße. Genau, richtig. Und einmal die weltbeste Ja, Barbecue-Soße. die hatte ich beim Wildschwein, die fand ich super lecker. Ja, ne? Ich danke dir. Dann würde ich sagen, lässt uns Joscha gerade ein bisschen allein im Hintergrund, denn der macht uns gleich auch noch einen Nachtisch, habe ich gehört. Und da so viel sei schon mal gesagt, also auch das gibt es hier noch heute. Man ist vorbereitet oder kennt uns mittlerweile. Jetzt gehen wir mal in die von dem Smoker. Ich muss sagen, vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Man schmeckt wenig. Ich hätte mir jetzt mehr von dem Barbecue-Geschmack gedacht. Also so Richtung wirklich Barbecue wegen Smoker. Finde ich wenig. Hat mir die geschmacklich gerade mit der Butter, weil es so intensiv war, ich denke mal, die scheppert auch mehr rein, definitiv besser geschmeckt. Aber ihr seht es ja auch hier, ich habe schon ein bisschen Besteck bekommen. Ich will jetzt mit euch mal so ein bisschen von der Füllung probieren. Oh, seht das hier? Schöne Apfel-Zwiebel-Füllung, wie ich meine. Oh. Schaut mal hier, die schöne Füllung da drin. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Wisst ihr was? Probieren wir die hier gleich mal, weil da haben wir ein bisschen weniger abgenommen. Schön mit den verschiedenen Soßen. Nehmen wir uns hier mal was ab. Ihr seht, man sieht auch, wie fettig das ist, wie glitschig. Ne? Gehen wir hier in die Entensoße rein. Zack. Oh. Oh. Soße, absoluter Gamechanger. Ich kann die Leute nie verstehen ohne Soße. Das hier ist die Smoky, das ist hier diese Barbecue-Soße, die sie selber von hier haben. Die habe ich beim Wildschwein unnormal gefeiert. War wirklich mit einer der besten Soßen, die ich bis dahin gegessen habe, weil sie nicht zu rauchig ist, aber gleichzeitig auch nicht zu mild, sondern wirklich so einen gewischen Mischmasch hat.
Und das probiere ich jetzt mal, ob es wirklich auch mit der Ente schmeckt. Ja. Also, Real Talk. Ich will jetzt gar nicht sagen, das muss dazugehören. Ich denke mal, das ist eher die klassische Entenbratensoße. Aber wer mal so auf den Barbecue-Geschmack dann dazu steht, glaube ich das. Real Talk mit Barbecue-Soße 1A. Geil. Richtig, richtig geil. Gehen jetzt noch in die letzte rein. Auch hier haben wir uns einen Schenkel abgerissen. Das müsste die von der Rotisserie sein. Probieren die mal. Boah. Sehr salzig. Ich glaube, das hat er auch gesagt. Schmeckt man sofort. Boah. Trifft dafür umso meinen Geschmack. Aber das werde ich nachher merken. Das ist wie bei der Gans. Halleluja. Aber wie gesagt, das werde ich merken. Ich nehme noch ein Stück. Die will ich nämlich jetzt auch noch mal mit der Soße probieren. Probieren wir mit Soße. Ja, schmeckt geil. Und damit würde ich sagen, suche ich mir jetzt eine aus, mit der wir anfangen, holen mir einen Knochenteller und dann vernichten wir die ersten 2000 Kalorien und schauen, was der Tag noch so gibt. Aber wir gehen rein in eine geile Enten-Challenge. Trick, Trick und Track. Let's go. Und damit haben wir hier eine ganze Ente weg und gehen, hier seht ihr, jetzt nochmal was übrig geblieben ist, viel an Apfel- und Zwiebelfüllung. Mit Knochen nicht zu vergessen. Ich muss sagen, bei der Gans hatten wir ja so eine Pflaumenfüllung. Mir schmeckt die hier ein bisschen besser dazu. Aus dem einfachen Grund, sie ist nicht zu süß. Bei den Pflaumen war es mir schon fast too much, zu süß. Hier hat das jetzt perfekt gepasst. Ich glaube, wir gehen in die Butter als letztes oder sollen wir in die Grill als letztes gehen? Bin ich mir gerade unsicher. Nee, ich glaube, wir gehen erst in die Grill, in die Grill rein, in die Rotisserie und gehen danach in die volle, ich sag mal, Butterbrikade noch rein. Ihr seht hier, ne, haben wir noch die Zahnstocher drin, die sollten wir uns vielleicht mal vorher rausnehmen. Auch hier seht das mal wieder, ne, haben wir die ganze Füllung quasi mit drin. Also auch hier, ich kann es jetzt auch mal mit der Gabel mal wieder rausholen. Seht ihr so richtig, wie viel Füllung da quasi rauskommt, ne, von dem quasi Apfel und dementsprechend Zwiebelkompott. Also rein in Ente Nummer 2 und dementsprechend die aus der Rotisserie. Und wie auch so oft, beginne ich hier mit einer geilen Keule. Let's go. Ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Serviette dann. Die bringe ich dir. Wie schmeckt's? Mein Lieber, es schmeckt sehr lecker. Aber ich muss mich kurz einmal sauber machen, warte. Soll ich dir eine Serviette bringen? Ja, super. Oh, schmeckt sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich habe mir aber das Highlight bis zum Ende gelassen. Ja? Also ich hab die ja angefangen, Ja. habe die anderen jetzt probiert, von gegrillt bis zur Rotisserie. Ja. Füllung, auch hier war nicht zu wenig drin, aber es harmoniert mir ein bisschen besser als Pflaumen, muss ich sagen. Okay. Und was ich mir gerade überlegt habe, ich werde jetzt sogar noch das ein oder andere Apfelzwiebel übrig lassen, weil die ist ja mit Butter, Ja. aber ohne Füllung. Ja. Und ich habe gerade mal ganz kurz so quasi hier was zusammengekratzt, weil hier was lag. Ja. Und ich glaube, dann ist ein bisschen schon Butter runtergefallen. Ja. Ich habe sofort den Geschmack geschmeckt. Ich glaube, dass die mit der Butter die außergewöhnlichste Ja. und leckerste ist. Okay. Also weil die den intensivsten Geschmack hat und mit dieser Butter noch dazu, das intensiviert nochmal alles. Butter ist geil und natürlich sind da einfach noch ein bisschen mehr Aromen drin, weil Ja. wir die Butter ja mit dem Rub zusammen Okay. vermengt haben und dann da reingefüllt Ja, haben. das ist der Key. Also sage ich dir ehrlich, geschmacklich Bombe. Freue ich mich jetzt gleich noch auf das Ende. Sehr geil. Aber ich merke die Dinger. Ne? Wenn du die jetzt schaffst, hast du die 12.000 drin, aber ich mache gerade noch einen schönen Nachtisch für dich. Kriegst du den noch rein? Nachtisch steht immer. Okay. Boah, geil. Wir machen Bratapfelkuchen vom Grill. Okay. Ja? Passend zur Weihnachtszeit, passend zum Thema Ente und schön mit Marzipanfüllung, Äpfel, schöner Rührteig im Gasgrill. Ja? Boah, sag ich nicht nein, du. Perfekt. Boah, machen da wir freue ich so. mich jetzt schon. Was glaubst du, wie lange brauchst du noch für die? Was brauchst du noch für einen Nachtisch? Eine halbe Stunde ungefähr braucht er. Kommen wir damit hin? Dann brauche ich noch eine halbe Stunde maximal für die Ente. Perfekt. So machen wir es. Also Leute, ihr habt's gehört, wir kriegen einen geilen Nachtisch, haben noch eine geile Ente jetzt zum Schluss. Hier ist für alles heute gesorgt. Auch denke ich mal das. Kann man bei dir sehen, wie das zubereitet wird. Kann man auch auf dem YouTube-Kanal von Joscha von der Grill-Community sehen. Checkt das Ganze gerne ab. Aber bevor es das Dessert gibt, muss ich mir das noch verdienen. Die letzte Ente, die letzten Stücke Brust von der zweiten sind noch da. Die genießen wir jetzt, gehen noch da rein und hoffen, dass wir die 12.000 Kalorien Challenge gut überstehen.
Also Leute, wir gehen in die letzten 2 Stücke von den Äpfeln, von den Äpfeln, von der Äpfelfüllung. Die habe ich nämlich noch ein bisschen über von der zweiten und noch ein bisschen Brust über. Das letzte Stück ohne Knochen, ohne alles. Oh, rein damit. Letzte Ente, Trick und Track haben wir damit auch geschafft. Und damit auch unsere 6000 Kalorien Challenge und insgesamt für heute 12.000 Kalorien Challenge soweit durch. Und ihr seht, zwischendurch haben es die Handschuhe noch nicht mal überlebt, wie fettig einfach Ente ist. Ne? Wie viel Fett, ich sag mal jetzt wahrscheinlich auch so die letzte mit der Butter, wie viel, ja, ich sag mal auch gleichzeitig Geschmack natürlich damit drin war. Aber umso geiler hat's gemundet. Wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen, ich habe es im Stream schon erwähnt, so entscheiden müsste, wäre tatsächlich so, dass ich sage, ich glaube Truthahn gerade für mich auf die 1. Ente, Gans, müsste ich jetzt noch mal gegeneinander testen, wenn es frisch waren. Wobei ich sagen muss, dass mir hier jetzt die letzte Ente mit dieser Butterfüllung und vor allem, ich sag mal, den Apfel- und Zwiebelnfüllung an sich besser geschmeckt hat als jetzt die Pflaumensache zum Beispiel. Also das letzte war ein Highlight. Wie gesagt, das schaut euch gerne mal an. Es war super lecker. Es war sehr fettig, es war sehr nährreich heute. Also ich glaube nicht nur der Eiweißbedarf, sondern auch der Fettbedarf ist definitiv mehr als nur für einen Tag gedeckt. Und dementsprechend würde ich sagen, ich habe es ja schon geteasert euch, ne, und auch schon, ich sag mal, geflüstert bekommen, dass uns ein Nachtisch erwartet. Auf den freue ich mich jetzt. Ich würde sagen, wir machen uns richtig sauber, räumen beiseite und dann sehen wir uns mit einem geilen Dessert hoffentlich wieder, was auch noch gegrillt wird. Kleines Food-Baby hast du schon jetzt. Ja, Ne? ja, klar. Also gut, ich meine, jeder fragt immer Ja. wohin, aber ich sag mal 3 Kilo Burger, Ja. jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, 5 Kilo Ente mit 12.000 Ja. Kalorien alles, muss ja schon irgendwo hin. Ja. Willst du so ein eher knuspriges Stück vom Rand oder so ein saftiges aus der Ich Mitte? bin eher der saftige Typ. Du hast mir ein ganzes Blech schon gemacht. Zum Glück sind noch ein paar Leute da. Du hast schon gesagt, die nächste Challenge. Also, was haben wir hier? Du hast jetzt auch hier wieder schon gegrillt, Genau, ne? Bratapfelkuchen, letztendlich einen ganz simplen Rührteig. Dann haben wir Äpfel, geschält, halbiert, gefüllt mit Marzipan. Und das Ganze einfach zusammen, getoppt dann nochmal mit Preiselbeeren obendrauf, Ja. im Grill gegrillt. Also Ja. ein schön karamelliger Teig zusammen mit dem zart schmelzenden, weichen Marzipan. Du wirst merken, das ist ziemlich cremig in der Mitte. Ja. Und dann eben so ein weicher, warmer Apfel dabei für die fruchtige Süße. Und die Preiselbeeren so als ja, etwas kühleres nochmal Topping obendrauf. Soll ich dir jetzt schon sagen, ich weiß, also kein Scheiß, es ist einfach jetzt auch nach so viel Ente, es wird mich wahrscheinlich umcatchen, aber was ich jedem jetzt schon sagen kann, was für mich dazukommen muss, wäre so eine Kugel Vanilleeis. Ja, genau. Weil Kann man auch noch diese warme und kalte Note dann, Ja. ich glaube, das wäre so, ich sag mal, noch das, was für die so kalt-warm-Möger, wie ich es immer auch als Favorite wir haben nenne. da in der Kühltruhe haben wir Vanilleeis. Oh, ne? Das vielleicht gleich noch dazu und ich teste das euch für auch noch, aber wenn du das schon jetzt so angepriesen hast, möchtest du nicht auch ein Stück essen? Ja, klar. Ist schon mal. Ich esse auch gleich ein Stück. ich will Oder das. sollen wir warten? Ja, ich warte. Eine Kugel Vanilleeis. Oh ja. Darf ich dir die so da drauf machen? Ja, danke schön. So, dann lass es dir schmecken. Zum Wohl. Und was sagst du, ganz ehrlich? Es schmeckt so, also der Traum für jeden, der früher Keksteig als Kind geleckt hat. Weißt du, was ich meine? Dieses so, wer so früher schon, bevor der Kuchen fertig war, schon den Keksteig geleckt hat. Für den ist das jetzt genau Das heißt das Richtige. klassischer Rührteig, Ja. ne, schön aufgegangen. Mit Ja. dem Marzipan bleibt das halt in der Mitte dann auch so schön weich. Genau. Ne? Ja. Boah. Sehr, sehr lecker. Probier das mal mit Apfel. Ist wirklich ein ganzer Apfelstück drin, ne? Ja. Was für einen Apfel hast du genommen? Würdest du da auch was favorisieren? Ich kann hier einen relativ süßen Apfel nehmen, wenn du es jetzt zum Beispiel mit den Preiselbeeren machst, weil die ein bisschen Säure mitbringen. Kannst aber natürlich einen ganz klassischen Backapfel verwenden. Oder auch, wenn du einen süßeren haben willst, einen Pink Lady oder so. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, Pink Lady tatsächlich. Ja. Ein bisschen süßlich. Ich probiere es jetzt, das war meine Idee, nochmal mit einem Vanilleeis oben drauf, weil kalt warm meiner Meinung nach schmeckt immer ganz gut. Wahrscheinlich sogar, wenn das Vanilleeis noch ein bisschen zerschmolzen ist, sogar noch besser. Und wenn jetzt noch, glaube ich, kennt ihr so einen Schuss Sahne, ne, wenn das noch oben drüber wäre. Also das, Leute, schmeckt sehr, sehr lecker. Und wir haben tatsächlich hier noch was. Ich weiß, dass der ein oder andere noch was will, aber ich habe noch eine kleine Überraschung bekommen von euch, von einem Community-Mitglied. Das mache ich jetzt mal auf. Per Post nach Hause. Selbstgebackene Kekse. Die probiere ich mit euch jetzt zusammen. Pack das gerade das erste Mal aus. Mit einem kleinen Kärtchen. Ich lese es trotzdem mir mal kurz vor. Sebastian, ich schaue sehr gerne deine Videos an und auch wenn man bedenkt, dass du erst ein Jahr machst, bin ich immer wieder erstaunt über die Mengen, die du isst. Freue mich auf viele weitere Videos mit dir. Mach weiter so, bleib so wie du bist. Halleluja, kann ich nur sagen. Und lass dir die Kekse schmecken. Sind alle selbst gebacken, frisch, ganz viel Liebe.
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da gehen viele liebe Grüße an das Community-Mitglied, an den kleinen Fan raus für selbstgebackene Kekse. Sehr lieb, sehr herzlich. Sehr, sehr nett. Also vielen, vielen Dank, Leute. Das ist immer das, was ich sage. Support im Livestream, allen drum und dran, wie lieb. Ja, ich weiß, dass die Dame, oder ja, Dame ist es auf jeden Fall, zuguckt. Und dementsprechend hat sie jetzt hier uns Kekse verpackt. Mit Liebe gemacht. Und nicht nur für mich alleine, glaube ich, sondern für viele andere auch. Nimm dir einen raus. Ich weiß schon, was meine Favoriten sind. Die sind tatsächlich mit dabei, das sind so viele ohne dass ich es verschiedene. gesagt habe. Meine sind tatsächlich, die habe ich als Kind früher gegessen. Liebe, viele Grüße gehen da raus. Die mit den Erdbeeren und ich sag mal so schönen Keksteig sind meine Lieben. Ich glaube, Kipferlinge heißen sie so, sogar irgendwie so ähnlich. Ne? Also zum Guten. Selbstgebackene Kekse von der Community. Vielen lieben Dank dafür. Also, rundum tolle Challenge, 12.000 Kalorien Ente, toller Nachtisch von dir, tolles Community-Geschenk. Also Leute, was will man mehr? Tolles Video. Checkt gerne, wie gesagt, die ganze Zubereitung bei Joscha ab mit den verschiedenen Enten. Mein Favorite habt ihr gehört. Checkt das erste Video von heute Morgen ab, 6.000 Kalorien Burger, falls wir es geschafft haben oder nicht. Nächste Challenge sind 13.000 Kalorien. Bis dahin, schöne Adventstage, schöne Feiertage. Bis zum nächsten Video. Wir bestellen liebe klar. Grüße. Und was ich jetzt schon sagen kann, wir beide drehen nochmal dieses Jahr ein Video. Das wird nochmal Machen wir. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.